Das Thema Kühlflüssigkeit wechseln haben nicht viele auf dem Schirm. Dabei geht es hier gar nicht so sehr um den Frostschutz, sondern vielmehr um den Korrosionsschutz. Denn dieser baut sich mit dem Alter der Flüssigkeit ab. Im Schnitt sind Kühlflüssigkeiten um die 3 Jahre haltbar. Ich halte das so, dass ich alle 2 Jahre, immer dann, wenn ich auch die Bremsflüssigkeit wechsle, die Kühlflüssigkeit gleich mittausche. Übertrieben meinen einige? Nun, schauen wir uns doch mal die Preise an. Eine neue Wasserpumpe kostet knapp 570 Euro und ein Kühler über 1000 Euro. Und die Goldwing hat 2 Kühler. Währenddessen kosten 5 Liter Kühlflüssigkeit nur knapp 15 Euro. Meinen jetzt immer noch einige, dass ich übertreibe? Für einen Wechsel benötigen wir einen 5 mm Innen-Sechskantschlüssel, eine 8 mm Nuss mit Ratsche, ca. 30 Minuten Zeit und ca. 4 Liter Kühlflüssigkeit. Honda schreibt eine silikatfreie Flüssigkeit vor. Häufig ist roter Kühlerfrostschutz auf Basis von Silikaten hergestellt. Blauer Kühlerfrostschutz dagegen ist silikatfrei. Allerdings ist die Farbe bei Kühlerfrostschutz nicht genormt, weswegen sich die Zusammensetzung der Mittel nicht anhand der Farbe bestimmen lässt. Aus diesem Grund immer das Etikett studieren. Als erstes fangen wir damit an, die untere Verkleidung auszubauen. Als nächstes entfernen wir auf der rechten Seite die Chromleiste. Diese ist nur gesteckt und kann vorsichtig entfernt werden. Darauf achten, dass die Plastikfedern nicht abbrechen. Mit dem gleichen 5 mm Innensechskant die beiden Schrauben am oberen Schalterblock entfernen und diesen zur Seite ablegen. Wer dort keinen Schalterblock, sondern das zusätzliche Handschuhfach hat, entfernt dieses. Darunter befindet sich der Verschluss vom Kühlsystem. Oberhalb des Ölfilters befindet sich der Ablauf vom Kühlsystem. Der Bowdenzug von der Fußheizung läuft direkt dort vorbei. Mit einer 8 mm Nuss kann die Verschlussschraube entfernt werden. Die Verschlussschraube wird mit einer Aluminiumdichtung abgedichtet. Diese auf Verschleiß überprüfen und gegebenenfalls ersetzen. Wie man sieht, läuft noch keine Flüssigkeit heraus, obwohl die Schraube herausgedreht ist. Dies ist schon mal der erste Beweis, dass das System dicht ist. Erst wenn ich den Verschlussdeckel am Kühler öffne, läuft die Flüssigkeit heraus. Zum Schluss muss noch die Flüssigkeit aus dem Vorratsbehälter entfernt werden. Laut Werkstatthandbuch baut Honda den gesamten Vorratstank aus, entleert diesen und baut den Vorratstank wieder ein. Dabei müssen die Schläuche wie eine Art Siphon verlegt werden. Kann man machen. Man kann sich das Leben mit einer Spritze aber auch viel einfacher machen. Mit der Spritze einfach die komplette Flüssigkeit absaugen. Wenn überhaupt, dann bleibt nur noch ein minimaler Rest an Flüssigkeit zurück und dieser kann vernachlässigt werden. Am Ablauf den Dichtsitz reinigen und die Verschlussschraube samt Dichtring wieder eindrehen.
Nun die Kühlflüssigkeit bis zum oberen Rand einfüllen. Dann den Motor starten und 2 bis 3 Minuten laufen lassen. Dabei fehlende Flüssigkeit immer wieder bis zum Rand auffüllen. Gegen Ende der Zeit 2 oder 3 Gasstöße geben. Eventuell nochmal Flüssigkeit bis zum Rand nachfüllen und dann den Kühlerverschluss wieder aufdrehen. Darauf achten, dass dieser fest verschlossen ist. Zum Schluss den Vorratsbehälter mit der gleichen Menge an Flüssigkeit wieder auffüllen, die man vorher abgezogen hat. Bei mir waren das ein 3/4 Liter. Ich lasse den Motor dann so lange laufen, bis der Lüfter vom Kühler anspringt. Zwischenzeitlich kontrolliere ich die Temperaturanzeige und ob alles dicht ist. Danach eine kurze Probefahrt und abschließend nochmal alles überprüfen. Auf Dichtigkeit und auf richtigen Stand im Vorratsbehälter. Das war's auch schon. Fertig!